Akkusativ oder Dativ? Ja, die deutsche Sprache kann eine schwierige Sprache sein, aber das Gute ist, es gibt für viele Dinge eine ganz logische Erklärung. Gut, dass ihr eingeschaltet habt, denn im heutigen Video zeige ich euch, wann man ein Akkusativobjekt braucht und wann man ein Dativobjekt braucht. Zuerst müsst ihr aber Folgendes wissen. Nicht jeder Akkusativ und Dativ ist ein Objekt. Wenn man auf die Fragen wo oder wohin antwortet, dann macht man das mit Adverbialen. Das erkläre ich euch aber in einem anderen Video. Zuerst schauen wir uns aber ein ganz einfaches Beispiel an. Lisa schläft. Ist das ein Satz? Ja, das ist ein Satz. Aber warum ist es ein Satz? Dafür gibt es jetzt 2 Gründe. Erster Grund, es gibt ein Prädikat. Was ist ein Prädikat? Die Verben im Satz. Sie sagen dir, was passiert. In unserem Beispiel schläft Lisa. Es gibt aber auch Sätze mit mehreren Verben. Zum Beispiel Lisa hat geschlafen. 2 Verben, ein Prädikat. Wie ist es in diesem Beispiel? Lisa hat nicht schlafen können. 3 Verben, immer noch ein Prädikat. Wenn ihr kein Prädikat findet, dann gibt's auch keinen Satz. Kurzer Test. Lisa und ihre beste Freundin aus Brasilien. Ist das ein Satz? Nein. Warum? Es gibt kein Prädikat. Was ihr hier seht, ist eine Phrase. Das ist ein Satzteil. Zweiter Grund. Ein Prädikat braucht normalerweise ein Subjekt. Was ist ein Subjekt? Das Subjekt ist sozusagen der Hauptdarsteller im Satz. Es sagt dir, wer oder was eine bestimmte Aktion macht. In unserem Beispiel fragen wir, wer schläft? Lisa schläft. Also ist Lisa das Subjekt. Hier noch ein paar andere Beispiele. Mein Vater arbeitet. Wer arbeitet? Mein Vater. Sie hat telefoniert. Wer hat telefoniert? Sie. Und wie ist es hiermit? Die Blume blüht. Fragen wir, wer blüht? Wir fragen, was blüht? Denn eine Blume ist kein Mensch. Der Computer funktioniert. Was funktioniert? Der Computer. Bestimmt haben viele von euch diese Frage, wer oder was, schon einmal gehört. Man benutzt sie für den Nominativ. Denn das Subjekt steht immer im Nominativ. Und das heißt, Objekte stehen nie im Nominativ. Die Sätze, die ich euch gerade gezeigt habe, sind zwar kurze Sätze, aber sie sind Sätze. Wir können natürlich noch viel mehr Information geben. Zum Beispiel, wo schläft Lisa? Lisa schläft auf dem Sofa. Oder seit wann schläft Lisa? Lisa schläft seit 2 Stunden. Das sind aber zusätzliche Informationen, sogenannte Adverbiale. In diesen Beispielen kann man sie benutzen, aber man muss sie nicht benutzen. Und jetzt passt auf, denn jetzt wird's richtig interessant. Ist das ein Satz, Lisa hat? Oder das hier, Lisa macht? Nein? Nein. Aber warum sind es keine Sätze? Hier fehlt doch Information. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was hat Lisa? Was macht Lisa? Und jetzt brauchen wir Objekte. Und ihr seht, ob ein Satz ein Objekt braucht oder nicht, das steht im Verb. Und das Gute ist, ihr wisst das schon, denn in eurer Sprache funktioniert das wahrscheinlich genauso, oder? Na, dann antworten wir doch mal auf die Frage, was hat Lisa? Lisa hat einen Bruder.
Lisa hat braune Augen. Lisa hat keinen Führerschein. Und was können wir auf die Frage, was macht Lisa, antworten? Lisa macht einen Deutschkurs. Lisa macht das Abendessen. Lisa macht den Führerschein. Das alles sind Objekte. Und jetzt kommt die große Frage. Akkusativobjekt oder Dativobjekt? Die Sätze, die du hier siehst, stehen alle im Akkusativ. Denn wenn ein Verb ein Objekt braucht, dann steht es normalerweise im Akkusativ. Was heißt das jetzt? Wir müssen zwei Artikel ändern. Der wird zu den und ein wird zu einen. Man sagt also nicht, Lisa macht der Führerschein, sondern Lisa macht den Führerschein. Man hat nicht ein Bruder, sondern man hat einen Bruder. Ihr seht, nur die maskulinen Artikel ändern sich. Der Rest bleibt gleich. Alles klar? Zum Vergleich zeige ich euch jetzt ein paar Verben, die den Dativ brauchen. Davon gibt es zum Glück nur ganz wenige. In unserer Alltagssprache benutzen wir vielleicht 40 Dativverben. Und ich frage euch wieder, ist das ein Satz? Lisa dankt. Oder das hier, wir helfen. Wie wär's mit das Auto gefällt? Nein? Warum? Auch hier fehlt wieder Information. Wir wollen doch wissen, wem dankt Lisa? Wem helfen wir? Wem gefällt das Auto? Was können wir jetzt darauf antworten? Zum Beispiel, Lisa dankt ihren Eltern. Wir helfen den alten Menschen. Das Auto gefällt mir. Und jetzt, Achtung, kann man einer Gabel danken? Oder kann ich dieser Banane zum Geburtstag gratulieren? Kann dieser Schere mein Video gefallen? Natürlich geht das nicht, denn das funktioniert doch nur bei Menschen. Manchmal auch bei Tieren, zum Beispiel bei dem Verb helfen. Und das bedeutet jetzt, Dativverben sind ganz typisch für Menschen. Deshalb fragt man auch nur wem, man fragt nicht wem oder was. Hier noch ein paar andere Verben, die den Dativ brauchen. Uns schmeckt das Essen. Wem schmeckt das Essen? Menschen oder manchen Tieren. Oh, Entschuldigung, es tut mir leid. Wem kann etwas leid tun? Menschen. Und vielleicht manchen Tieren. Wie heißt dieser eine Schauspieler? Es fällt mir nicht ein. Und auch hier müssen wir, genau wie bei den Akkusativobjekten, die Artikel ändern. Leider sind es hier ein paar mehr Artikel, die man ändern muss. Fassen wir das jetzt mal zusammen. Wenn ihr seht, dass ein Verb und ein Subjekt zusammen noch keinen logischen Satz bilden, dann braucht man wahrscheinlich ein Objekt. Wenn dieses Objekt ein Mensch oder eine Sache sein kann, dann ist es wahrscheinlich ein Akkusativobjekt. Schaut mal her. Ich kann meine Mama lieben, ich kann aber auch meine neuen Schuhe lieben. Ich kann viele Kinder sehen, ich kann aber genauso gut viele Bäume sehen. Wenn das Prädikat allerdings nur für Menschen funktioniert und für manche Tiere, dann braucht es wahrscheinlich ein Dativobjekt. Ich muss an dieser Stelle aber leider sagen, es gibt fast immer Ausnahmen in der Grammatik. Es ist sehr selten, dass eine Regel 100%ig gültig ist. Nehmen wir das Verb schaden. Das ist ein Dativverb. Ich kann natürlich anderen Menschen schaden, ich kann aber auch meinem Auto schaden, wenn ich zum Beispiel Diesel statt Benzin tanke. Solche Ausnahmen kommen aber zum Glück nicht so oft vor. Wenn ihr Ausnahmen kennt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Dann können wir darüber diskutieren.
Zum Abschluss will ich euch noch ein paar andere Verben zeigen. Lisa schenkt. Ist das ein Satz? Nein. Warum? Wir fragen, was schenkt Lisa? Lisa schenkt ein Buch. Ist das ein Satz? Nein. Wenn wir keine Person haben, der wir dieses Buch schenken können, dann ist dieser Satz doch nicht logisch. Wir müssen also fragen, wem schenkt Lisa ein Buch? Sagen wir, Lisa schenkt ihrem Bruder ein Buch. Jetzt ist es ein Satz. Und was sagt uns das? Manche Verben brauchen zwei Objekte. Dazu gehört auch das Verb zeigen. Lisa zeigt ihrem Lehrer ihre Hausaufgaben. Oder das Verb empfehlen. Lisa empfiehlt ihrer Oma ein schönes Restaurant. Ja, so funktioniert das. Verstanden? Ich teste euch. Schreibt mir in die Kommentare einen Satz mit einem Akkusativobjekt oder mit einem Dativobjekt oder mit beidem und ich korrigiere ihn für euch. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Das war's für heute. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Julia.